Rote klar. Beamte der California Highway Patrol im Los Angeles County bemerkten ein rotes Honda CB-R Motorrad, das mit 145 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Außerdem war das Kennzeichen des Motorrads verdeckt, da die Zulassung abgelaufen war. Red Honda CBR. LA 22 in pursuit northbound 110. Als der Fahrer die Sirene der Polizei hörte, gab er Vollgas und begann, im Zickzack zwischen den Fahrzeugen hindurch zu flüchten. Er muss jedoch vergessen haben, dass die digitalen Augen, die die ganze Welt beobachten, auch ihn im Blick hatten, denn der Fahrer fuhr direkt weiter in Richtung seines Zuhauses. Blue jeans on a red motorcycle, standing middle door. You can stand by on clearance. LA 22, start air notify sergeant. Coming up on that 91. Die Polizei gab die Verfolgung des aus dem Blickfeld verschwundenen Fahrers auf und griff auf technische Hilfsmittel zurück. Als der Fahrer die Polizisten sah, die zu seinem Haus kamen, erlebte er einen kleinen Schock. Als die Polizisten das Haus durchsuchten, stellten sie fest, dass das Motorrad im Haus versteckt war. Die Polizisten identifizierten das Motorrad als das flüchtige Fahrzeug und nahmen den Fahrer fest. Bei der anschließenden detaillierten Überprüfung seiner Vorstrafen stellte sich heraus, dass der Fahrer aufgrund früherer Verurteilungen wegen Trunkenheit am Steuer bereits einen Führerscheinentzug hatte. Der gefasste flüchtige Fahrer wurde in das Century-Gefängnis des Los Angeles Sheriff's Department gebracht, wo Anklage wegen schwerer Straftaten gegen ihn erhoben wurde. Am 16. Mai 2026 bemerkte ein Polizeibeamter ein grünes Geländemotorrad, das unter Missachtung der Verkehrsregeln über den Grünstreifen am Straßenrand fuhr. Der Fahrer, der ein graues T-Shirt, eine blaue Jeans, eine schwarze Mütze und vor allem eine Gesichtsmaske trug, überholte das Polizeifahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der rechten Seite und setzte seine Fahrt in Richtung Süden fort, wobei er auf dem Seitenstreifen gefährliche und aggressive Manöver vollführte. Damit löste er eine Verfolgungsjagd aus. Während die Verfolgungsjagd auf der Autobahn mit hoher Geschwindigkeit weiterging, nahm sie eine noch gefährlichere Wendung, als der Fahrer plötzlich auf das Gelände eines Privatgrundstücks fuhr. Der maskierte Fahrer nutzte die Manövrierfähigkeit seines Geländemotorrads, überquerte die Grundstücksgrenze und raste mit voller Geschwindigkeit in ein dicht bewaldetes Gebiet, in das Polizeifahrzeuge nicht vordringen konnten. Da die Polizeibeamten dieses Gebiet nicht betreten konnten, beendeten sie die Verfolgung offiziell. Gegen den maskierten Flüchtigen, der seine Spur verwischt hatte, wurde eine landesweite Fahndung wegen schwerer Straftaten wie Flucht vor der Polizei, gefährliches Fahrverhalten, überhöhte Geschwindigkeit, falsches Fahrspurverhalten und Ungehorsam gegenüber einer Anordnung eingeleitet. Ja, der Verdächtige ist derzeit auf der Flucht. Thailändische Motorradpolizeieinheiten, die eine Operation starteten, um eine junge Motorradgang zu zerschlagen, die in ganz Bangkok die Ruhe störte und die Straßen regelrecht in Rennstrecken verwandelte, riegelten das Gebiet ab. Auf die Haltrufe der Einheiten hin begannen die Gangmitglieder in alle Richtungen zu fliehen. Doch die Einheiten hatten es auf ein Motorrad abgesehen. Der junge Fahrer geriet in große Panik, als er bemerkte, dass die Polizei ihn verfolgte.
Um das Motorrad schneller fahren zu können, legte er sich auf den Motor und setzte seine Flucht fort, indem er gefährlich zwischen den Fahrzeugen hindurchfuhr. Doch die Polizisten kamen immer näher. Die Aufnahmen der Dashcam des jungen Fahrers waren äußerst interessant. Der junge Fahrer, der vor Angst in Tränen ausbrach, konnte sich, obwohl er eine sympathische Hilflosigkeit an den Tag legte, einer Verwaltungsstrafe nicht entziehen, da er den Verkehr gefährdet und der Aufforderung der Polizei anzuhalten nicht nachgekommen war. Wir hatten euch bereits von den rasanten Verfolgungsjagden der Polizei auf den Straßen Brasiliens berichtet. Die actiongeladene Verfolgungsjagd zwischen Motorradfahrern, die die Straßen der Stadt in eine Rennstrecke verwandelten, und der örtlichen Polizeieinheit Rotham sorgte für interessante Bilder. Diese regelwidrigen jungen Fahrer flüchten vor der Polizei meist eher, um anzugeben, als wegen schwerer Straftaten. Um ihren Gleichaltrigen und Freundinnen zu zeigen, wie gut sie Motorrad fahren, flüchten sie mit hoher Geschwindigkeit durch die engen Gassen vor der Polizei. Auf einigen Dashcam-Aufnahmen ist zu sehen, wie Passanten den Motorradfahrer unterstützen. Menschen am Straßenrand springen vor die Polizei oder lenken deren Aufmerksamkeit ab, um dem Verdächtigen bei der Flucht zu helfen.
Diese Fahrer, die über überraschend gute Fahrkünste verfügen, kennen die Straßen der Favelas sehr gut und versuchen, der Polizei zu entkommen, indem sie in Gassen einbiegen, die so eng sind, dass dort kaum ein Mensch zu Fuß gehen kann. Doch das geschickte Polizeiteam verfolgt die Fahrer bis zum letzten Moment und wartet darauf, dass sie einen Fehler machen, oder stoppt sie durch geschickte Manöver. Hier sieht man, wie ein Zivilist versucht, die Polizei abzulenken. Acompanhando moto, Cocô! Als der Fahrer erkennt, dass er nicht entkommen kann, gibt er schließlich auf und der Polizist nimmt den Verdächtigen sofort fest. In der Nacht des 19. Januar 2024 bemerkte die auf Streife befindliche Georgia State Police ein weißes Motorrad, das geradezu flog. Die Beamten, die ihr Stalker-Radar-Gerät aktivierten, stellten fest, dass das Motorrad in einem Bereich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde mit genau 150 km pro Stunde fuhr. Der Fahrer reagierte zunächst mit einer Verlangsamung auf die unter Einsatz von Blaulicht und Sirenen erteilte Aufforderung zum Anhalten, schaltete dann jedoch plötzlich einen Gang höher und begann, begleitet vom dröhnenden Auspuffgeräusch des Motorrads, die Flucht zu ergreifen. The stop sign at Jeff Davis, westbound on Jeff Davis. Where y'all at? Reynolds. Still south on Old Alabama. 1028 of X-ray. Je weiter die Flucht voranschritt, desto schneller wurde die Verfolgungsjagd.
Er begann, Kurven zu nehmen, indem er die doppelte gelbe Linie überfuhr und vollständig auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei dieser Geschwindigkeit hätte er in der Dunkelheit der Nacht ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen und einen schweren Unfall verursachen können. Westbound on Pickard, westbound on Pickard. South on Sunnyside, heading towards State Route 74. Der gesetzeswidrige Flüchtige bog auf die State-Route 3 ab und steigerte seine Geschwindigkeit auf bis zu 206 Kilometer pro Stunde. Hier betrug die Geschwindigkeitsbegrenzung 65 Kilometer pro Stunde, da es sich um eine sehr kurvige und schmale Straße handelte. Das Sportmotorrad heulte in der Dunkelheit der Nacht und der stark erhitzte Auspuff spuckte Flammen. Bei dieser Geschwindigkeit und den harten Bremsmanövern in den Kurven begannen auch die Bremsen des Polizeifahrzeugs heiß zu werden. We're going to be eastbound back to the city. Just made a right on, I believe it's going to be Lockwood Drive, making a left, going to Main Street and City Place. An einer Weggabelung konnte der Motorradfahrer nicht anhalten und fuhr weiter bis auf eine unbefestigte Fläche, wo er zunächst fast stürzte. Dann nutzte er diese Situation zu seinem Vorteil und machte eine Kehrtwende. Bis die Polizeifahrzeuge gewendet hatten, hatte der Motorradfahrer bereits einen Vorsprung herausgefahren.
36. All right, back eastbound on 36 towards Thompson. Zu Beginn der letzten Phase der Verfolgungsjagd stieg die Geschwindigkeit auf bis zu 227 Kilometer pro Stunde. Der Fahrer hatte 7 verschiedene Stoppschilder missachtet und die ihn verfolgenden Polizisten stark strapaziert. Um die Verfolgungsjagd endlich zu beenden, hatten andere Polizeiteams eine Straßensperre errichtet, doch der Motorradfahrer schaffte es, auch diese zu umfahren. Right on Thomas Street. Come up, stay right 3. Stay right on the street. Stay right 3. Bei dieser Verfolgungsjagd in den USA waren die Bremsen der Polizeifahrzeuge am Rande des Zusammenbruchs und die Geschwindigkeit stieg auf bis zu 227 Kilometer pro Stunde. Das bedeutet ein ernsthaftes Risiko sowohl für den Fahrer als auch für die Polizei. Wäre dieselbe Situation in Deutschland eingetreten, hätten die Polizisten wahrscheinlich die Verfolgung in der Stadt abgebrochen, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu schützen, und sich dafür entschieden, den Verdächtigen aus der Luft oder an seinem Wohnort zu fassen. Was ist Ihrer Meinung nach die richtigere Vorgehensweise? Allerdings kennen wir die anderen Straftaten des Täters noch nicht. Right on Indian Trail. Right on the street. Als der Motorradfahrer erkannte, dass er nicht entkommen konnte, hielt er am Straßenrand an, nahm seinen Helm ab und hob die Hände. Der nervöse Polizeibeamte, Senior Sergeant Jay Womble, der schon seit längerer Zeit mit hoher Geschwindigkeit gefahren war, zwang den Motorradfahrer sofort zu Boden und setzte ihn außer Gefecht. Der mit Handschellen gefesselte Fahrer wurde als der 36-jährige Andrew Carson Stevens identifiziert. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer mehrere aktive Fahndungsausschreibungen vorlagen und sein Führerschein aus Georgia bereits ausgesetzt bzw. entzogen worden war. Der Verdächtige gab zu, aus Angst vor einer Verhaftung geflohen zu sein.
Ein Motorradfahrer, der während einer Demonstration vor den Augen der Polizei eine Einradshow abziehen wollte, war sich noch nicht bewusst, welchen Fehler er damit begangen hatte. Die Polizei forderte ihn daraufhin auf anzuhalten, doch der Fahrer entschied sich zur Flucht. Es begann eine gnadenlose Verfolgungsjagd durch die Straßen der Stadt. Die Verfolgungsjagd durch die Straßen von Los Angeles erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Der Fahrer raste mit dem Protesttransparent auf dem Rücken wie Batman durch die Straßen der Stadt. LA Coastal C1, can you copy? Coastal C1, go ahead. Coastal C1, we're in pursuit of a motorcycle going northbound on the 101 from Argus. I copy. You're going to be on a pursuit of a motorcycle going north on 101. What's your cross? It's going to be northbound crossing Springs. 10-4 northbound crossing Springs. It's going to be a motorcycle solo rider, 23103. So we have 3 units and myself. Continuing northbound approaching Grand. Copy. It's going to be 3 units including yourself northbound passing Grand. And Coastal C1, they have it on the blue frequency. Approaching the 110, 3 lane, approximately 50 miles an hour. It's going to be a motorcycle, the rider's black helmet, wearing a flag. Copy. Approaching 110, number 3 lane, motorcycle rider wearing a black helmet. No license plate. Backpack. Copy. No license plate on the backpack. It's going to be a smaller motorcycle, like a Honda Grom. Smaller motorcycle like the Honda Grom. Der Fahrer versuchte, sich auf der Autobahn zwischen den Autos hindurchzuschlängeln, konnte sich jedoch nicht absetzen, da das Motorrad nicht schnell genug war. Er wollte an der ersten Ausfahrt abfahren und sich aus dem Staub machen. Mal sehen, ob dieser Plan aufgehen würde? Motor traffic, speed to 50. 40 SCI, copy. Motor traffic, speed of 50. Passing Glendale Boulevard, still northbound 101, number 2 lane, speed to 50. 40 SCI, copy. Northbound 101, that's not a Glendale, speed of 50. Number 3 lane. Approaching Rampart Boulevard. Copy. Speed of 40, 55, number 3 lane, approaching Rampart. Past Rampart. 5. Exiting Silver Lake Boulevard. Actually, Silver Lake. Was halten Sie generell vom Fahrstil von Motorradfahrern im Straßenverkehr? Ist es richtig, dass sich Motorradfahrer zwischen den fahrenden Autos hindurchschlängeln und dies als ganz normal ansehen? Müssen sie nicht wie andere Fahrzeuge in den Fahrspuren bleiben und beim Überholen blinken? Silver Lake. Southbound 101 from Silver Lake. Copy. Southbound 101 from Silver Lake. Number 4 lane, speeds are 50, approaching Alvarado. Number 4 lane, 50 miles, approaching Alvarado. Exiting Alvarado. Exiting Alvarado. Coastal 40 is going to be primary.
Coastal 40 is primary. Northbound on Benton Way. North on Benton Way. Through the stop sign at Bellevue, he's going eastbound on Bellevue Avenue. To the south end of Bellevue, now eastbound on Bellevue. Still to stop at another stop sign. We're still eastbound through Rampart. Eastbound through Rampart, set to stop at a stop sign. Still to stop at Coronado. Der Fahrer, der versehentlich in eine Sackgasse gefahren war, machte sofort eine Kehrtwende. Als er an dem Polizeifahrzeug vorbeifuhr, zog ein Polizeibeamter den Fahrer vom Motorrad herunter. Nach dieser dynamischen Festnahme, die weder von Dashcams noch von Bodycams aufgezeichnet wurde, wurde der Verdächtige, der später als Kevin Geiger identifiziert wurde, mit Handschellen gefesselt und außer Gefecht gesetzt. Er wurde ins Gefängnis von Los Angeles County gebracht. Last seen a year coming in.